Hallo zusammen, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu unserem neuen Knowledge Shortcut. Ich erkläre mal kurz und wir kümmern uns heute um das Thema Arbeitsplanerstellung. Arbeitsplan und der Arbeitsplan ist eines der wichtigsten Dokumente in der Produktion. Der Arbeitsplan, der beschreibt mir, wie eine Transformation von Material 1 zu Material 2 beschrieben wird. Und hier nochmal ein kleines Bild dazu. Gibt es übrigens auch schon einen Knowledge Shortcut dafür. Nochmal schnell erklärt. Wir haben hier das Material 1, zum Beispiel Stangenmaterial, hier Material 2, da hätten wir so eine schicke Welle. Und jetzt haben wir verschiedene Fertigungsverfahren, wo das drüber läuft. Und damit wir beschreiben können, wie es da drüber läuft, haben wir den Arbeitsplan. So, der Arbeitsplan hat eine Arbeitsvorgangsfolge, man sagt auch Fertigungsvorgangsfolge oder einfach Arbeitsfolge, kommt immer darauf an, wer es sagt. Und der Arbeitsplan verbindet das Material 2 mit dem Material 1. So, der Fertigungsauftrag, den lasse ich jetzt in mein System ein und der erzeugt mir Material 2. So, und jetzt gibt es ja den auftragsabhängigen Arbeitsplan. Das funktioniert so, dass der Arbeitsplan im ERP-System einfach in den Fertigungsauftrag reinkopiert wird und dann haben wir ihn entsprechend da drin. Achtung, Arbeitsvorgangsfolgen, der Klassiker, wie man es heute macht. Und dafür gibt es einen Grund. Meistens haben wir eine 1:1 Zuordnung, Arbeitsvorgangsfolge zu Fertigungsverfahren. Warum ist das so? Der Arbeitsplan in den ERP-Systemen hat meist eine Intention und die Intention ist es, die Finanzabrechnung zu machen. Das heißt, ich kann die Zeit des Arbeitsvorgangs multiplizieren mit dem Maschinenstundensatz und schon weiß ich an sich, wie viel es gekostet hat und dann kann ich auch noch den Arbeitsvorgang rückmelden. Das heißt, feingranuliertere Arbeitsvorgänge, die ich vielleicht bräuchte, um zu beschreiben, wie ich das Ganze fertigen soll, funktionieren quasi so nicht. Die müsste ich ja alle dann auch wieder zurückmelden, das will keiner. Deswegen kann man sich merken, Arbeitsvorgang, Fertigungsverfahren oder Maschine, typischerweise 1:1. Okay, die interessante Frage ist, wie erstelle ich nun einen Arbeitsplan? Und da könnte man natürlich einen riesen Fass aufmachen. Wir wollen aber hier mal kurz auf eine der klassischen Folien gehen von Wijndahl. Immer wieder schön. Die Kernfrage, die ich habe, Achtung, aus einer fertigungsplanerischen Sicht ist ja, dass ich einen Ausgangszustand habe, Form, Maß, Werkstoffe und einen Fertigungszustand, Form, Maß, Toleranzen und Oberflächen. So, die muss ich gegenüberstellen. Jetzt auch dazu ein paar Hintergrundinformationen. Die Frage ist, was ist der Ausgangszustand? Und da unterscheiden wir zwei grundsätzliche Dinge. Erstens, wenn das Teil, das Rohteil im Ausgangszustand Funktionsflächen hat, die nicht bearbeitet werden, dann muss der Konstrukteur das festlegen. Wenn das Teil im Ausgangszustand keine Funktionsflächen hat, dann kann auch die Arbeitsplanung, die Arbeitsvorbereitung festlegen, wie das Ausgangsteil aussieht. Wichtig ist, wir brauchen einen Ausgangszustand, sonst können wir nicht das Delta zum Fertigungszustand machen. So, für das Delta muss man jetzt einfach schauen, wie soll es, wenn es fertig ist, aussehen. Und das Erste, was man macht, ist mal die Verfahrenskette, also die Art der Fertigungsverfahren, die ich brauche, aufzuschlüsseln. Wenn ich das habe, dann, das steht auch hier, Gegenüberstellung Fertigungszustand, Ausgangszustand, dann hier Großsuche nach alternativen Verfahren. Auch das ist jetzt wieder ganz interessant. Die Frage ist, habe ich jetzt hier ein Seriending in der Arbeitsplanung? Und so hat Wijndahl, würde ich vermuten, das ganze Ding gemacht. Dann heißt es, was weiß ich, kaufe zum Beispiel beim E-Mag eine Linie extra für das Teil oder beim Mag kaufe ich eine Linie extra für das Teil. Dann muss ich natürlich alternative Verfahren gegenüberstellen, mit denen rumdiskutieren, wie sie es mir machen. Wenn ich aber eine kleine Werkstatt habe, dann gibt es nichts mit Auswahl alternativer Verfahren, dann habe ich halt die Maschinen drin und die Kernfrage ist vielmehr, ist die Maschine frei oder ist sie nicht frei? Das heißt, alternative Verfahren zu suchen, kann ich mir im Großen und Ganzen sparen, wenn ich da sowieso nur Drehfräse und Bohrmaschinen habe. Muss man auch bedenken. Dann Wirtschaftlichkeitsvergleich, auch hier ist wieder das Thema, wenn ich eine große Linie plane, extra für ein Stück mache ich natürlich Wirtschaftlichkeitsvergleich. In meiner Werkstatt werde ich es meistens nicht machen, ich empfehle es auch nicht, weil es nicht praktisch ist, außer die Verfahren sind wirklich so unterschiedlich teuer, dass man sich das ganz genau überlegt. Viel wichtiger ist, die Arbeitsvorgänge entsprechend festzulegen und zu verstehen, wie die funktionieren. Und da ist mir noch ein wichtiger Aspekt, den man einfach wissen muss. Der Fertigungsplaner, wenn der einen Arbeitsgang beschreibt im ERP-System, dann ist es ganz schwer, den nach 2 Wochen wieder zu verstehen. Deswegen empfehle ich grundsätzlich, dass man
in der 3D-Geometrie pro Arbeitsgang den Ausgangszustand und den Fertigungszustand tatsächlich auch entsprechend aufbereitet, damit immer exakt klar ist, wie soll das Teil nach unterschiedlichen Arbeitsschritten aussehen. Das ist natürlich, Achtung, nur bei komplexeren Teilen, wenn es jetzt einfache Dreh- oder Frästeile sind, die in der Werkstatt gemacht werden, dann ist das wahrscheinlich zu aufwendig. Auch da müssen wir jetzt einen Riesenfass aufmachen, das mache ich aber nur im Rahmen der Beratung, schon nicht so kompliziert, das alles zu erklären, das kommt wirklich auf den Einzelfall an. Okay, also das ist jetzt wichtig, dass man es so macht. Hier sind typische Hilfsmittel, ein paar Sachen fehlen aus meiner Ansicht auf den Folien. Ich muss natürlich auch immer schauen, es geht nicht nur um die Verfahren, sondern auch die Maschinen, die ich zur Verfügung habe. Eine Kernfrage ist, oder es gibt so 2, 3 Kernfragen, die wir haben. Erstmal, passt das Teil überhaupt auf die Maschine? Das hängt jetzt von der Arbeitsraumgröße der Maschine ab. Erstens. Zweitens, ermöglicht die Maschine überhaupt die Präzision, ich sag mal, die Formmerkmale zu schaffen im Hinblick auf Toleranzen und Oberfläche, die ich in der Anforderung drin habe? Wenn ja, kann ich es auf der Maschine machen, wenn nicht, kann ich es nicht auf der Maschine machen. So, wenn ich das alles gemacht habe, kippe ich die ganze Nummer zum Schluss in den Arbeitsplan und dann muss ich noch auf die Zeiten schauen. Die Zeiten, die sind immer dann relativ einfach, wenn wir Maschinenzeiten haben, dann kriege ich die nämlich aus dem NC-Programm raus. Wenn wir nicht Maschinenzeiten haben, dann muss ich die eben über MTM oder REFA oder sonstige Möglichkeit, vielleicht auch durch Schätzen ermitteln und die kommen dann auch in den Arbeitsplan hinein. Gut, soweit in aller Kürze über die Arbeitsplanermittlung. Hier vielleicht nochmal ganz interessant, ein bisschen Datenmodell im SAP, dass einem das noch ein bisschen klar ist, wie geht es da. Grundsätzlich ist es so, dass ein Material im SAP, ich gehe nochmal zurück auf unser Material hier, wir werden also beim Material 2, ein Material kann einen Stücklistenkopf haben, hat es auch immer, selbst wenn nur eins drunter hängt. Warum? Ich muss die Stückliste, dann wäre quasi eine Position drin und an der Position würde jetzt mein Material M1 hängen. Nur um das mal zu klären, auf der anderen Seite haben wir ein Material, das Material hat einen Plankopf. Plankopf braucht einfach einen Arbeitsplankopf, dann weiß das Material, oh, ich habe einen Arbeitsplan. So, und der Arbeitsplan hat eine Arbeitsfolge und daran sind Vorgänge. So, unterhalb der Vorgänge können wir Untervorgänge und alle Fälle von haben, das interessiert uns mal nicht weiter. Interessant ist die Zuordnung der Komponenten. Hier gibt es dann einen Link zwischen dem Vorgang und der entsprechenden Position. Um es nochmal zuordnen zu können, ist hier nicht im Detail aufgeführt, aber M2 hat eine Verbindung zum Arbeitsplan. Der Arbeitsplan ist ja für M2 gemacht, darüber hat man gerade eben gesehen, dass es einen Plankopf gibt. M1 ist im Prinzip zugeordnet, typischerweise zum Arbeitsvorgang 1 über die Position und den Stücklistenkopf. War es der Stücklistenkopf? Ja, das war der Stücklistenkopf. Was hier im Bild nicht ist, dass die einzelnen Arbeitsvorgänge immer wieder hier den einzelnen Fertigungsverfahren entsprechend zugeordnet sind. Okay, so ich hoffe, ich konnte jetzt mal einen ganz kurzen Einblick geben jetzt verwundert es mich gerade, dass wir die Endfolie nicht drin haben, die sollte jetzt natürlich drin sein, macht aber nichts, das ist schon der Anfang des nächsten Films, ausnahmsweise würde ich es mal so lassen, sonst müsste ich nämlich alles, was ich eben erzählt habe, nochmal erzählen. Und ich glaube, das war ganz gut verständlich, es fehlt jetzt noch das Bild. Also verzeihen Sie mir, stellen Sie sich einfach vor, das sei das Abschlussbild, was typischerweise kommt. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und den Film, den hier, den machen wir auch gleich. Und